Hallo zusammen, hier ist der Phono und ich möchte euch heute unser kleines Making-of vom Kathedralen-Timelapse-Video vorstellen. Dabei möchte ich ein bisschen auf die Planung und auf die eigentliche Umsetzung eingehen, um euch so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Ich wurde mal wieder gefragt: Phono, wie sieht's denn aus? Möchtest du denn nicht eine Kathedrale bauen für uns? Und da fühle ich mich natürlich in der Pflicht und habe sofort angefangen mit der Planung. Weil ich das aber sonst immer ein bisschen alleine gebaut habe und das jetzt mal ein bisschen ändern wollte, um da ein bisschen Leben in die Bude reinzubringen, habe ich mir gedacht, ja, machen wir doch ein Event für die User draus, damit die mitbauen können. Dann wird das Ganze auch ein bisschen kreativer und auch für die User ist es dann sicherlich ein Spaß. Aber bevor es losging mit dem eigentlichen Event und dem eigentlichen Aufbau, musste natürlich erstmal ein grober Plan stehen. Um mir dann immer so ein bisschen Inspiration zu holen, bin ich viel auf Wikipedia und den Wiki-Commons unterwegs und schaue mir da die Bilder an. Hab hier aber auch zum Beispiel 3 dicke Bücher mit Plänen und guten Fotografien von Kirchen rumliegen, die ich dann nutze, um mir ein paar Ideen zu holen. Dabei muss ich aber sagen, dass ich eigentlich versuchen möchte, nie eine Kirche wirklich nachzubauen, sondern immer nur so Elemente von Kirchen mir ansehe, gucke, wie kann man die in Minecraft umsetzen und die dann eben verbaue. Um das Ganze etwas zu planen dann, benutze ich Paint meistens oder eben direkt Minecraft auf einer Creative Map von uns, um diese einzelnen Elemente schon mal umzusetzen und zu gucken, wie sehen die aus in Minecraft, lässt sich das überhaupt machen und oder sieht das seltsam aus. Wenn ich dann einige Elemente geplant habe, dann hat man ja so ungefähr eine Vorstellung von Größe und vom Stil des Ganzen, wie das am Ende werden könnte. Und diesmal war es so, ich habe es also wirklich nicht bis zum Ende durchgeplant, sondern einfach mal in der Mitte gesagt, so, bis hierhin, jetzt haben wir genug Elemente geplant, so könnte es ungefähr werden, lass uns doch mal anfangen zu bauen. Das hieß also, wir haben dann einfach angefangen mit dem Event. Die User konnten hierfür zum Beispiel Materialien spenden, aber eben auch beim Aufbau helfen. Und dazu haben wir dann erstmal angefangen, natürlich den großen Graben für die Krypta von der Kirche auszuheben und dann eben darauf die ganzen Blöcke gestapelt. Natürlich haben wir angefangen so mit der Grundstruktur, so wo stehen die Säulen von der Kathedrale, wie hoch sollen die Mauern werden, die Bögen ein bisschen vorgeplant, die Schiffe, da sollte ungefähr ein Turm hin, da ein Turm und dann haben wir da eben angefangen, die ersten Säulen hochzuziehen. Als dann diese Grundstruktur stand, ging es darum, die einzelnen Elemente zu planen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Dach mit seinem interessanten Muster, mit diesem Dreiecksmuster. Das war nicht vorgeplant, sondern das haben wir zusammen mit den Usern entwickelt und ich denke, das ist auch ganz gut geworden. Anderes Beispiel hierfür ist zum Beispiel auch die ganzen Fronten oder so. Die standen nicht von vornherein fest, sondern die sind dann so ein bisschen entstanden. Natürlich gab es die einzelnen Elemente, wie es ungefähr aussehen könnte, das wir dann zusammengesetzt haben, aber wie gesagt, wenn jemand gesagt hat, guck mal, das sieht jetzt noch nicht so toll aus, dann war das natürlich kein Problem, das zu ändern und dann haben wir das so ein bisschen angepasst. Der ganze Kathedralenbau an sich hat sich natürlich über einige Zeit hingezogen. Also wir haben irgendwann im Februar angefangen und dann bis jetzt im April reingebaut. Das war natürlich nicht alles am Stück, sondern immer so Abend für Abend. Kann natürlich auch sein, dass man mal keine Zeit hat und dann dauert es eben etwas länger. Insgesamt haben wir also etwa 60 Stunden in das ganze Projekt investiert. Es haben im Durchschnitt immer so 10, 15 Leute mitgebaut. Insgesamt waren es 30 Leute. Und es wurden bei den ganzen Sachen über 300.000 Blocks gesetzt. Für das Video wurden 160.000 Einzelbilder aufgenommen. Jede Sekunde ein Bild, heißt also ungefähr 48 Stunden von dem ganzen Bauprojekt wurden damit abgedeckt. Diese ganzen Bilder und Einzelvideos zusammenzuschneiden, hat natürlich am Ende auch eine ganze Weile gedauert und hat fast eine Woche verschlungen, weil das natürlich so viel Material ist, das erst noch konvertiert werden muss, zu Videos zusammengefügt werden muss. Und bis das fertig war, hat es natürlich auch gedauert. Aber ich denke, das Ende oder das Produkt kann sich sehen lassen. Am Ende des ganzen Events wurden dann natürlich auch noch die User ausgezeichnet, die am meisten mitgeholfen haben. Also die am meisten Blöcke gesetzt haben oder die am meisten Blöcke gespendet haben und wurden dann mit entsprechenden Preisen belohnt. Preise waren hier zum Beispiel eine kleine Kapelle in der Kathedrale oder eine Familiengruft, die man sich dann selber einrichten konnte. Aber auch natürlich
So Sachen wie verzauberte Items oder so ein Kram, also was man immer schön gebrauchen kann. Das war's jetzt eigentlich so, was es zu dem ganzen Event an sich zu erzählen gibt. Wer jetzt noch Fragen hat, darf die natürlich gerne unten in den Kommentaren stellen. Wir versuchen dann möglichst alle zu beantworten. Und ansonsten würden wir uns freuen einfach, wenn ihr bei uns vorbeischaut auf dem Server. Wir können immer kreative Spieler gebrauchen. Also dann, bis bald und vielleicht sieht man sich ja. Tschüss!